Von Korsika aus wenden wir uns nun in Richtung Süden, um nach einer nächtlichen Überfahrt die nordwestliche Spitze der Nachbarinsel Sardinien zu erreichen. Nach dem Anlegen in unserem Hafen von Porto Torres machen wir uns wiederum per Bus auf den Weg, um einige der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten im Nordwesten Sardiniens kennenzulernen. Erstes Ziel ist dabei die Landzunge Capocaccia mit ihrer sehenswerten Steilküste. Die Anfahrt erfolgt dabei sehr flott durch die überwiegend flache Landschaft. Mit Erreichen von Capocaccia ergeben sich erste schöne Ausblicke auf die Ostseite der Landzunge. Nun haben wir unseren Aussichtspunkt erreicht und blicken zunächst nochmals zurück in Richtung Norden. Von unserem Standpunkt auf einem schmalen Grat erhalten wir auch Einblick in die von einer dramatischen Felsküste gesäumte Südseite der Halbinsel. Danach geht es zunächst auf gleichem Weg zurück, bevor wir uns nach Osten wenden, um nunmehr ein kulturelles Highlight, die Ausgrabungsstätte Nuraghe Palmavera, zu besichtigen. Die sehenswerte archäologische Stätte gibt Einblick in die Kultur- und Siedlungsgeschichte Sardiniens während der Bronzezeit zwischen dem 15. und 8. Jahrhundert vor Christus. Hier lassen sich die sogenannten Nuragen, prähistorische Turmbauten aus der Nuragenkultur, bestaunen, die zumindest in ihren Grundmauern noch gut erhalten sind. Der eindrucksvolle Zentralbau kommt der ursprünglichen Formgebung am nächsten und lässt sich auch von innen besichtigen. Das Hauptgebäude lässt sich auch mittels einer Treppe besteigen, sodass man einen guten Überblick über das Gelände erhält. Die flächenmäßig größte Nuraghe mit einem heiligen Stein im Zentrum diente ursprünglich als Versammlungsgebäude. Wir lassen die interessanten Eindrücke nochmals auf uns wirken, bevor wir uns zum letzten Ziel unserer kleinen Rundfahrt im Nordwesten Sardiniens auf den Weg machen. Der Küstenort Alghero ist für einen längeren Stadtbummel zweifellos ideal geeignet, verfügt jedoch mit dem Stadtteil Alghero Vecchia über einen wundervollen Altstadtbereich. Eine nahezu komplett erhaltene Stadtmauer, die weitestgehend aus dem 16. Jahrhundert stammt, umgibt die gesamte Altstadt. Die pittoresken Innenbereiche der ehemaligen katalanischen Enklave entfalten sofort eine uneingeschränkte Wohlfühlatmosphäre.
Weltbekannt ist Alghero auch für seine Korallenverarbeitung, weshalb ein Rundgang durch die ansprechend eingerichteten Verkaufsräume sicherlich auch zum Pflichtprogramm gehört. Nun nähern wir uns der zum Meer hin offenen Seite der Altstadt, die ebenso durch die ringförmige Stadtmauer geschützt ist. Hier erinnert eine historische Steinschleuder an die ehemaligen Verteidigungsaufgaben der Stadt. Mit der Rückkehr zum Pier endet ein eindrucksvoller Besuchstag auf Sardinien.